Willkommen! Guten Morgen! Heute geht es um Reisekosten. Ja, wir haben die 14 großen Kostenfresser, die man auf Reisen hat, mal für euch zusammengetragen. Und die darf man echt nicht unterschätzen. Jiggity check, ich sag bam, bam, jiggity check, ja, yeah. Ist der Rhythmus meines Lebens. Ja, also der größte Batzen, den wir jeden Monat haben, das ist eigentlich alles, was das Auto betrifft, wie ihr euch sicher denken könnt. Und zwar setzt sich das eigentlich aus 4 Kategorien zusammen. Das ist einmal die Steuer, einmal die Versicherung, einmal die Reparaturen und der Diesel. Die Sachen variieren ein bisschen, aber wir machen es jetzt mal so, wie es bei uns ist. Die Steuer ist ja ein Oldtimer, die liegt ungefähr bei 15, 16 Euro im Monat, also 190 Euro im Jahr. Die Versicherung, das ist jetzt ein bisschen problematisch zu sagen, weil die variiert schwer. Wir haben die Grundversicherung von Deutschland, die kostet uns ungefähr 20 Euro im Monat für den Oldtimer. Und dann bezahlst du natürlich in den Ländern, wo du bist, immer noch extra Versicherung dazu. Das heißt, in Amerika haben wir noch Versicherung bezahlt extra, in Mexiko, in Belize. Nur jetzt hier in Guatemala, da gibt es keine Autoversicherung, daher zahlt man hier auch nichts. Also im Schnitt kommen wir jetzt auf Versicherungskosten von ca. 50 Euro im Monat. Die Reparatur ist das gleiche, es kommt darauf an, was man für ein Auto hat, wie viel man Ölwechsel machen muss, wie viel man reparieren muss und so weiter. Wir kommen jetzt im Schnitt bei den Reparaturen auf 40 Euro im Monat. Und natürlich der größte Posten ist der Diesel. Auch das ist immer ein bisschen unterschiedlich. In Amerika bezahlst du 60, 70 Cent pro Liter. In Mexiko haben wir 1,20 Euro pro Liter bezahlt. Aber so im Schnitt kommen wir da ungefähr auf 190 Euro im Monat. Also kann man sagen, wenn man für die Fahrzeugkosten ca. 300 bis 400 Euro im Monat rechnet, müsste man je nach Fahrzeug und so weiter und wie viel Kilometer man fährt eigentlich gut hinkommen. Also Leute, denkt wirklich dran, wenn ihr reisen geht. Es kommt immer was dazu, deswegen haben wir die Rubrik Anschaffung. Man glaubt es echt nicht. Man denkt, man hat alles dabei. Ja, aber man braucht ständig was für den Haushalt, mal was fürs Auto, mal irgendwas, um im Meer zu baden, Schwimmflossen, Surfbretter. Also ihr müsst da echt einrechnen, dass ihr immer wieder Sachen anschaffen werdet. Und daher haben wir dafür Ja, 30 Euro beanschlagt. pro Monat und kommen damit echt auch gut hin. Was macht man auf Reisen? Man schaut sich natürlich Sachen an. Wir machen das jetzt vielleicht nicht ganz so intensiv wie andere, aber man muss dafür schon was einrechnen, weil es kostet schon alles richtig Geld. Ja, also ist zwar, wie gesagt, nicht ganz unseres, aber es gibt Sachen, die muss man einfach und würden wir auch gern und es wäre auch schade, wenn man es nicht machen würde. Aber es ist wirklich ein Kostenfaktor, der wirklich zu Buche schlägt. Ja, und wir haben dafür deshalb im Monat 100 Euro eingeplant. Auch die brauchen wir oftmals nicht, weil wir manche Sachen einfach sagen, das ist unverhältnismäßig, was sie da Eintritt verlangen. Ein weiterer Kostenpunkt sind Transportmittel. Das sind zum Beispiel Taxi, Bus oder Bahn. Und wir haben 20 Euro dafür im Monat beanschlagt. Ein ganz großer Punkt bei uns ist natürlich der Einkauf. Dafür haben wir im Monat knapp 300 Euro angesetzt. Uns ist aber wichtig, dass wenn wir in den Ländern sind, wo wir reisen, dass wir viel Lokales einkaufen und einfach schauen, was vor Ort am Angebot gibt. Es variiert natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, die lokale Obst- und Gemüsesorten hier zu bekommen, ist das sehr gut für uns. Und wir versuchen einmal im Monat, wenn es denn auch sein muss, größere Dinge anzuschaffen, wie zum Beispiel Haferflocken oder sonst was, was man nicht jeden Tag bekommt. Und das funktioniert in der Regel immer sehr gut. So, was auch noch jeden Monat Fixkosten sind und auch jeden Monat reinhaut, das ist die ganze Geldgeschichte. Also man kann ja nicht irgendwie tonnenweise Bargeld mit sich rumschleppen, um das überall zu wechseln, wobei das auch in vielen Ländern gar nicht mehr so einfach geht, irgendwo Geld zu wechseln. Daher muss man eigentlich alles mit Kredit- und Bankkarten machen und das Geld abheben.
Jetzt ist so, unsere Bankkosten, die setzen sich einerseits zusammen aus den Fixkosten jeden Monat, also die Kontoführungsgebühren und so weiter, und einfach den Kosten, die wir haben, wenn wir mit der Karte abheben. Moment. Also unsere Fixkosten betragen ungefähr 10 Euro pro Bankkonto, die Kontoführungsgebühren. Wir haben 2 Konten, sind 20 Euro, und wir versuchen maximal 2 bis 3 Mal im Monat Geld abzuheben. Und man kann so für jede Abhebung pauschal ungefähr 8 Euro veranschlagen. Da sind dann die Gebühren von Deutschland dabei, die Gebühren von dem Land, wo man abhebt, und einfach noch die ganzen Wechselkursschwankungen und das ganze Zeug. Also kommen wir da auf 20 Euro und 16 Euro fürs Abheben, sind wir ungefähr bei 36 Euro im Monat, nur dafür, dass wir Bargeld haben. Jetzt kommen wir zu unserem absoluten Lieblingsthema. Essen gehen und Party machen. Das steht bei uns ganz oben. Ja. Und da haben wir gesagt, da sind wir ganz großzügig. Ja, dafür haben wir 140 Euro im Monat eingeplant. Wenn wir es mal krachen lassen wollen in der Stadt, was auch immer am besten ist, um Leute kennenzulernen und so, dann haben wir das Budget, wo wir da verbraten können. €60 haben wir dafür eingeplant für Flüge. Ihr wisst, wie das ist auf Reisen. Man reist, freut sich des Lebens, denkt alles ist Juhu, und dann kommt plötzlich irgendein Notfall. Man muss heim, die Mama ist krank oder sonst was man natürlich nie will, aber damit muss man rechnen, und wir haben 160 Euro pro Monat dafür eingeplant. So, der nächste wichtige Part, das sind natürlich Visakosten. In den Ländern, wo wir durchgereist sind, ist es meist unterschiedlich. Ja, USA mit dem ESTA, Mexiko bezahlt man wieder anders, hier in Guatemala bezahlt man überhaupt nichts. Aber wir kommen im Schnitt ungefähr auf 30 pro Person, das heißt 60 im Monat. Ein wichtiger Punkt beim Reisen, das haben wir schon angeschnitten, ist natürlich Medizin und Arzt. Dafür haben wir ja die große Privatversicherung, aber wir haben auch gedacht, dass wir 20 Euro vielleicht im Monat brauchen für Eventualitäten, die aufkommen könnten während einer Reise. Wenn man zur Apotheke geht und da was sich besorgen muss, aber wirklich Kleinigkeiten, die man nicht unterschätzen darf. Ja, der nächste große Geldfresser bzw. Fixkosten, wo man hat, das sind die privaten Versicherungen. Ja, schlussendlich kann man sagen, mit allem, was wir hier sagen, egal ob das Autokosten, Versicherung oder was noch alles kommt an Themen, es variiert bei euch allen, dass bei jedem anders ist. Wir schlüsseln das einfach für uns auf, damit ihr seht, wie es bei uns ist. Und ja, dann könnt ihr nachher das auf eure Kosten umlegen, wie ihr wollt. Also mit den privaten Versicherungen ist so, wir haben dadurch, dass wir nicht mehr zurück wollen nach Deutschland, so gut wie alle Versicherungen, die uns nicht im Ausland abdecken, gestrichen und gekündigt und haben praktisch noch das Nötigste behalten. Das ist einmal eine Haftpflichtversicherung, das ist eine Unfallversicherung, und wir haben eine gute Auslandskrankenversicherung gemacht. Die Auslandskrankenversicherung ist der größte Batzen, das ist für uns beide ca. 160 Euro im Monat. Und die anderen beiden Versicherungen zusammen sind etwa nochmal 80 Euro im Monat. Also kommen wir so ungefähr auf 220 bis 230 Euro im Monat. So, das nächste große oder wichtige Thema ist natürlich Telefon und Internet. Man will ja auch immer online sein, telefonieren können, vielleicht auch in Notfällen und so. Und bei uns ist eben, was richtig viel Daten braucht und Daten frisst, ist die ganze YouTube-Geschichte. Also das ist pro Woche ein Video. Der Upload liegt ungefähr immer bei 1,5 bis 2 Gigabyte, was man da verbraucht. Und wenn man kein Internetcafé in der Nähe hat oder kein WLAN, das wir mit unserem Auto einfangen können, wie wir das machen, könnt ihr mal hier oben im Video schauen, dann muss man das einfach übers Handy machen und die Daten müssen irgendwo herkommen. Also in Amerika hatten wir eine Prepaid-Karte, die lag bei $60 im Monat. Dann in Mexiko, da hatten wir jeweils immer 20 Gigabyte für $20 im Monat. Und dann hast du halt drumherum noch so Sachen, hier mal ein Internetcafé, dort mal dies, da mal jenes. Also wir kalkulieren einfach fix 80 Euro im Monat nur für Telefon und Internet ein.
Und das ist schon ein recht großer Batzen, den brauchen wir auch viermal gar nicht. Aber für uns ist es wichtig und daher planen wir das einfach ein. So, ein riesengroßer, wichtiger Batzen, nochmal einer. Das sind Hotels und Stellplätze, also hauptsächlich Stellplätze. Wir stehen ja gerne autark, aber man darf das wirklich nicht unterschätzen mit den Stellplätzen. Also wir haben da eine Summe veranschlagt, die wir denken, die man braucht, wenn man wirklich viel auf Plätze geht. Wir stehen eigentlich hauptsächlich wild oder tun auf ganz, ganz günstigen Plätzen stehen. Aber ihr müsst ungefähr 300 bis 400 Euro rechnen im Monat, wenn ihr wirklich dauerhaft den ganzen Monat auf vernünftigen Stellplätzen stehen wollt. Ja, als abschließende Kategorie haben wir einfach noch die Kategorie Sonstiges gemacht für alles, wo wir nicht wissen, wo wir es eintragen sollen. Es ist unglaublich, aber wahr. Wir haben das auch schon gefüllt. Ja, und da haben wir 50 Euro im Monat veranschlagt. Und ja, das hilft schon, weil manchmal hat man einfach Sachen, die passen nirgendwo rein. Daher. Schaden tut's nicht. Das war's von uns. Das waren unsere großen Kostenfresser, Reisekostenfresser. Wir würden gern von euch wissen, wie es euch ergangen ist mit euren Kosten, weil das war für uns ja, so ein Ding, wo wir gesagt haben, das sind unsere wichtigen Themen, aber es wäre echt nett, wenn wir uns austauschen könnten, wie es euch gegangen ist, ob wir so völlig daneben liegen oder ob sich das im Rahmen hält. Genau, schreibt uns gerne dazu in die Kommentare unten rein. Sicher haben wir auch noch ein, zwei Rubriken vergessen oder ausgelassen. Da wäre zum Beispiel sowas wie Mautkosten. Es ist auch ein Kostenblock, wo man beachten muss, aber wir haben einfach gesagt, das ist so schwierig zu sagen. In Mexiko zahlt man viel, in den USA zahlt man gar nichts, in Guatemala zahlt man gar nichts. Klar ist es gut, wenn man da übers Jahr gerechnet noch ein paar Euro dazu rechnet. Aber wenn ihr jetzt bei dem, was wir unterm Strich raus haben, ein bisschen drüber oder drunter rauskommt, denke ich, ist nicht so schlimm und das ist einfach mal eine Richtung, wo man sagen kann, okay, das braucht man ungefähr oder braucht man nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass es euch ein bisschen geholfen hat. Ja, abonniert den Kanal und macht die Glocke an, damit ihr die nächsten Videos, die rauskommen, auch mitbekommt. Und lasst uns ein Like da, damit wir wissen, ob euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen.